Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und leckeres Rezept für einen Nudelauflauf mit Paprika, Mais, Erbsen und Wiener Würstchen. Dafür als erstes einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser aufsetzen, zum Kochen bringen und dann 400 Gramm Nudeln ins kochende Wasser geben. Ich habe mich heute für Fusilli entschieden. Wie immer könnt ihr hier aber auch eine andere Nudelform verwenden. Die Nudeln für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bis fest garen, gelegentlich mal umrühren und nebenbei bereiten wir die Soße vor, einen Esslöffel Butter in einem kleinen Topf zum Schmelzen bringen, einen Esslöffel Mehl dazugeben, beides mit einem Schneebesen glatt rühren und wenn das erledigt ist, 400 ml kalte Milch dazu gießen, die Milch kurz unterrühren und danach geben wir die restlichen Zutaten dazu, einen Teelöffel Knoblauch sowie Zwiebelpulver, einen Teelöffel getrockneten Oregano, eine sehr gute Prise Salz und Pfeffer und zum Schluss noch eine Dose gehackte Tomaten dazugeben, alles einmal gut miteinander verrühren, zum Kochen bringen und für 1 bis 2 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze und gelegentlichem Rühren einköcheln lassen. Danach noch 2 rote Paprikaschoten entkernen und in kleine Stücke schneiden. Die Paprikastücke schon mal in eine große Auflaufform geben. Außerdem habe ich hier noch 400 Gramm Wiener Würstchen in Stücke schneiden und dann ebenfalls in die Auflaufform geben. Sobald die Nudeln gar sind, können wir sie vom Herd ziehen, dann über einem Nudelsieb abgießen und kurz abtropfen lassen. Anschließend geben wir alle Zutaten in die Auflaufform, 100 Gramm Mais sowie Erbsen kommen dazu, außerdem die abgetropften Nudeln in die Auflaufform geben, ein wenig darin verteilen, danach die heiße Tomatensauce drüber gießen, alles nochmal mit einem Löffel vermengen, damit sich alle Zutaten und die Soße gleichmäßig in der Form verteilen können und zum Schluss noch etwas geriebenen Käse drüber streuen. Ich habe hier geriebenen Mozzarella verwendet, ihr könnt aber auch jeden anderen Käse dafür verwenden. So geht das Ganze dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für etwa 15 bis 20 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist und alles eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Nudelauflauf anschließend aus dem Ofen holen, jetzt portionsweise auf Tellern verteilen und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.